Wir sind Nina und Alex. Und wir nehmen euch für ein Jahr mit auf Weltreise. Hi, herzlich willkommen zur 9. Folge bei den Angsthasen auf Weltreise. Heute mit Mexico City. Eine sehr aufregende Stadt, wie wir finden. Wie sind wir denn hingekommen? Wir sind dorthin geflogen von Cancun aus. Dann haben wir uns ein Taxi genommen und dann sind wir von da aus nach Coyoacán. Ja, Coyoacán ist ein sehr schöner Stadtteil, in dem es etwas ruhiger zugeht und in dem sich auch sehr viele Parks und Restaurants befinden. Ich versuche es in jedem Land ein passendes Buch zu lesen. Und das passende Buch, was ich gelesen hatte, war Frida Kahlo. Ich wusste vorher noch nicht so viel über die Künstlerin. Ja, dann haben wir tatsächlich das Frida Kahlo Haus besucht. Am Frida Kahlo Museum angekommen, haben wir erstmal uns in die Warteschlange einreihen müssen. Die Tickets für das Museum muss man vorab online reservieren. Ein interessanter Moment war auch für mich. Man hat ein Foto gesehen von Frida Kahlo und ihrem Ehemann auf dem Balkon in ihrem Haus. Und dann habe ich mich auch genau an diese Stelle gestellt, wo die beiden standen und Alex hat ein Foto von mir geschossen. Fand ich irgendwie cool, weil ja, ich hatte ja so viel über sie schon gelesen. Ja, habe mich dann auch irgendwie gut in sie reinversetzen können. Jetzt für Mexiko habe ich die Biografie von Frida Kahlo gelesen und sie hat ein sehr bewegendes Leben. Heute besuchen wir das Haus, in dem sie geboren und gestorben ist. Und deshalb bin ich richtig aufgeregt und freue mich, weil ich fühle mich so ein bisschen, als würde ich eine Freundin besuchen, weil ich ja so viel miterlebt habe mit ihr in dem Buch. Und ja, jetzt bin ich Überrascht. Ich interessiere mich eigentlich gar nicht so für Kunst, aber es ist doch sehr interessant und der Garten ist sehr schön. Ja, nach dem Museumsbesuch sind wir dann zum Jardín Hidalgo, das ist so ein kleiner Park inmitten von Coyoacán. Haben uns da dann erstmal unsere Lieblingssüßigkeit zukommen lassen, nämlich Churros. Alex und ich haben eine heimliche Liebe. Das sind Churros. Ja, dann packen wir aus. Kennengelernt haben wir sie in Teneriffa und seitdem lieben wir sie. Die mögen wir ganz gerne. Sind dann nachher weitergelaufen, bis wir zu so einem richtig großen Stadtpark gekommen sind. Da sind ganz viele Eichhörnchen rumgelaufen, die waren richtig zutraulich. Und also die fressen wirklich aus der Hand. Also denen kann man Nüsschen geben und die holen die sich persönlich bei einem ab. Genau, das haben ganz viele gemacht. Eltern, die ihren Kindern Nüsschen mitgegeben haben und die das dann wirklich an die Eichhörnchen gefüttert haben. Und ja, wir sind dann also durch diesen Stadtpark gelaufen zu Fuß und das war wirklich auch wieder totaler Kontrast, weil ihr könnt euch vorstellen, Mexico City ist eine riesen Metropole und in diesem Stadtpark hat man eigentlich gar nichts gehört. Es war wirklich wie mitten im Wald. Ja, da konnte man sich auch noch mal ein bisschen erholen. Der Stadtpark wird auch von vielen Einwohnern genutzt, um Sport zu treiben. Wir sind dann auch weitergezogen von Coyoacán in das Zentrum von Mexico City und haben uns dann da auch in einem Airbnb eingemietet. Ja, dort war wirklich Großstadt-Feeling pur. Dort waren
Hochhäuser, wie man sie von Frankfurt zum Beispiel kennt und einfach super, super viele Menschen, die dort unterwegs sind. Wir haben dann von dort aus eine Tour gestartet. Und zwar haben wir dann einen Punkt von meiner Bucketlist streichen können, nämlich Teotihuacan. Wir hatten über Get Your Guide eine günstige Tagestour gebucht. Wir sind morgens abgeholt worden mit dem Reisebus, sind dann zunächst einmal zu einer Maya-Ruine gefahren und haben dann dort darüber mehr erfahren, wie die Spanier, als sie damals nach Mexiko gekommen sind, den Mexikanern ihren christlichen Glauben gelehrt haben und sind dann mit dem Bus weitergefahren nach Teotihuacan. Wir sind jetzt gerade in Teotihuacan auf einer kleinen Besichtigungstour. Wir haben jetzt die Sonne- und die Mondpyramide gesehen und ein paar Tempel drumherum und zeigen euch einfach mal ein paar Bilder davon. Wir mit dem Reisebus zu einem Maya-Denkmal gefahren. Dann sind wir weiter, wo wir eine Tequila-Probe machen durften und mehr über Steine erfahren haben. Und dann waren wir anschließend noch in der Basilika Guadalupe. Genau, und da gibt es auch eine sehr bekannte Geschichte zu. Ich fasse sie ganz kurz. Es war ein mexikanischer einheimischer Junge, dem ist Maria erschienen und sie hatte ihm gesagt, er solle auf einem Berg eine Kirche erbauen. Okay. Und damit kam er dann auch zu dem... Was? Du wolltest dich kurz halten. Ja. Und als Beweis hat er ein Tuch, einen Mantel mit der Maria Mutter Gottes drauf bekommen. Dieses Wundertuch ist sozusagen ausgestellt in dieser Kirche, die wir dort besucht haben. Und da gibt es ein Rollbrett. Man fährt da ein paar Sekunden drüber und kann sich dieses Tuch anschauen. Das ist wirklich ein riesen Besucherandrang vor Ja, Ort. also das ist eine Pilgerstätte dort, diese Basilika. Ich glaube, es ist die zweitmeist besuchte religiöse Stätte nach dem Vatikan. Sehr schön war es dort. Man konnte auf den Berg hochsteigen, über Treppenstufen, hatte wieder einen schönen Blick über Mexico City. Auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, dann hatten wir noch 2 Tage, in denen wir mit dem Hop-on und Hop-off-Bus unterwegs waren. Das hat uns auch total gut gefallen. Den haben wir einfach genutzt, um noch so ein paar Sachen zu sehen, wo wir sonst keine Zeit für gehabt hätten. Wir haben uns den Engel der Unabhängigkeit angeschaut. Das ist so ein Denkmal mitten auf der Straße, so ein Kreiselverkehr. Zum anderen haben wir uns verschiedene Parks angeschaut. Wir sind am Olympiastadion vorbeigefahren. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Zum Schluss unserer Folge haben wir wieder 2 Tipps für euch. Tipp Nummer 1, informiere dich vor der Anreise. In Mexico City kann es auch schon mal ganz schön kühl werden. Und der zweite Tipp, wir haben euch ja schon von dem Hop-on-Hop-off-Bus erzählt, den solltet ihr auf jeden Fall nutzen, denn das Ticket ist 48 Stunden lang gültig. Und wenn ihr den nutzt, dann nehmt euch auf jeden Fall Kopfhörer mit, weil dann könnt ihr an dem Radio eure eigene Landessprache wählen und könnt so dann halt mehr über die Sehenswürdigkeiten erfahren, an denen ihr vorbeifahrt. Aufgepasst, unterschätzt die Buszeit in dem Hop-on-Hop-off-Bus nicht, denn es kann auch mal zu ganz schönen Staus kommen in Mexico City. Wir haben Mexico City als eine sehr laute, bunte, aber sehr schöne Stadt erlebt, in der man wirklich 1000 verschiedene Sachen machen kann und jeder auf seine Kosten kommt. Am Zentralplatz, da sind ganz viele Maya, die da Weihrauchsegnungen anbieten und Nina hat sich da segnen lassen. Ja, das fand ich auch sehr gut. Dann gibt es auch noch in der Stadt selber Maya-Ruinen, die man sich auch anschauen kann.
Mexico City ist einfach eine bunte, laute Stadt, die einfach neugierig macht auf mehr und wir hätten da auch bestimmt noch, keine Ahnung, 2 Wochen bleiben können. So viel gibt es da zu entdecken, also ich hätte auf jeden Fall Lust, wieder zurückzukommen. Und natürlich gibt es auch kulinarische Höhepunkte in Mexico City. Das kann man eigentlich, glaube ich, bisher von ganz Mexiko sagen, wo wir waren. Auch da wieder super leckere Restaurants, wo man gut essen kann. Kurz vor Abflug gab es dann noch einen typisch mexikanischen Snack, beziehungsweise haben wir diesen Snack nur in Mexico City gesehen. Ein Maiskolben mit Butter und verschiedenen Gewürzen und Ketchup. Jetzt haben wir noch eine kleine Zusammenfassung für euch. Mexiko ist etwas für dich, wenn du gerne Maya-Stätten besuchen möchtest, wenn du gerne in Cenoten hüpfen möchtest, um dich abzukühlen, aber auch wenn ihr die Geschichte von Mexico City näher erfahren wollt. Außerdem ist es ein günstiges Reiseland. Dort könnt ihr euch für wenig Geld sehr, sehr leckeres Essen leisten. Oder aber auch ein schönes Hotel. Ja, und in Mexiko kann man auch sehr gut feiern. Mexiko ist jetzt vielleicht nicht unbedingt was für dich, wenn du weder über die englische Sprache noch über die spanische Sprachkenntnis verfügst, weil dann wird es, glaube ich, ein bisschen schwer, sich vor Ort halt zurechtzufinden. Die Menschen sprechen vor allen Dingen Spanisch und wir haben auf unseren Reisen nicht so viele Leute kennengelernt, die fließend Englisch mit uns sprechen konnten, aber in den Touristengebieten ist das ein bisschen besser. Wenn ihr nach Mexiko reisen wollt oder allgemein nach Mittel- und Südamerika, dann macht es Sinn, sich ein paar spanische Brocken anzueignen. Zum Schluss vielleicht noch Thema Sicherheit. Wir hatten persönlich keine Probleme, aber dennoch sollte man natürlich wie überall auf der Welt aufpassen. Ja, noch ein Punkt Kontra. Es ist einfach ein Riesenland. Dementsprechend sind die Reisewege von Punkt A nach Punkt B natürlich sehr, sehr lange. Und wenn man jetzt zum Beispiel von Cancun nach Mexico City möchte, dann eignet sich doch ein Flug, weil der bringt einen innerhalb von kürzester Zeit zum Ziel. Und wenn man stattdessen mit dem Bus durchs Land fährt, ist man halt mal locker mal 1-2 Tage unterwegs. Wir verlassen die Hauptstadt Mexikos und die 6. größte Metropolregion der Welt. Ja, und wir reisen in eins der größten Länder der Welt. Und dort packen wir weniger oft unsere Badesachen aus. Ja, mehr dazu und wohin es dann genau geht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Tschüss! Tschüss!